And there we go, we're back again. Hi everyone, I hope you still here and you didn't fall asleep in this last, I think, 10 minutes of break. We are gonna start the next program point now. I've announced it a little earlier. I hope you enjoyed the Destroy All Humans talk we've had before, which was really cool. Some really good questions also from your part, so thank you for that. And now, as I said, we have this nice Piranha Becken special here, which you probably did not know what that means, because you have probably not seen, or maybe not seen, the Piranha Becken show before. And therefore, let me please introduce to you Mr. Björn and Miss Jenny Pankratz. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Mahlzeit. We will switch to German now. So this is a surprise for you, maybe, but we've known each other for some time now, and it just feels too weird to talk to each other in English. But if you got any questions, maybe we can answer in English too. I mean, we can talk English, of course, but it just will feel weird. Deswegen, wir sind jetzt auf Deutsch unterwegs. Ich hoffe, es ist nicht zu komisch für euch. Hallo an alle deutschen Zuschauer. And I hope for the international audience, you might learn some German words here. Vielleicht nehmen Sie auch noch ein bisschen was mit. Ja. Schön, dass ihr da seid. Piranha Becken. Ich gebe an euch über, oder? Ja, let us make it in German for 20 minutes or something. Yeah. Yeah. For the German audience, and then we switch to English, okay? Right. Nice. Ja, okay. Ja, willkommen bei Piranha Becken TV live hier aus dem Studio, ja, von THQ Nordic, ja, ausgerichtet von Nerdstar TV, ja. Und ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier sind, und wir haben auch total Bock schon, ne? Also der Stand hier von THQ, der ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das mal anguckt. Ja? Das stimmt. Ja. Also wir sind quasi in der oberen Etage, das heißt ein bisschen höher, als wir es gewohnt sind sonst, ne? Ist schon cool, oder? Ja, die haben aufgestockt sozusagen, ja. Und das ist schon geil. Ja, was erwartet uns heute? Ja, wir wollen uns ein bisschen auch mit dem Dirk unterhalten, ne? Und zwar über so Öffentlichkeitsarbeit und so. Wir erzählen ja unheimlich viel immer über unseren Videos, auch auf YouTube und so weiter, was wir da so machen mit Computerspielen und so weiter. Und das hier ist ein, sag ich mal, so eine authentische Situation der Öffentlichkeitsarbeit, ja, die Entwickler machen. So, ja. Das heißt also, wir kommen sozusagen durch so ein Kabuff hier, ne, das ist einfach abgeschlossen, draußen dröhnt Wargaming, ja, und auch hier THQ Nordic und so weiter, und wir sitzen hier und kriegen immer spannende Fragen gestellt von so einem Aber der Sound Menschen. ist echt ganz in Ordnung hier drin, ne? Ist angenehm leise und die Temperatur ist gut, weil wir eine Klimaanlage haben. Ich bin so ein bisschen... Okay, bin ich wirklich auf der Gamescom? I don't know. Ist schon ganz okay, ne? Das wird sich morgen aber ändern. Wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Morgen drehen sie noch mal ein bisschen mehr auf. Ja, vor allen Dingen hier drüben die Leute von Wargaming. Ja. Das hatten wir letztes Jahr auch. Und Wargaming macht ordentlich einen los, und die haben eine große Bühne, und da muss man mit den Boxen hier noch ein bisschen gegen dröhnen. Ja, irgendwie schon. Das ist sehr schön. Ich finde es ganz geil. Wir sind ja sozusagen in einer leicht umgedrehten Situation jetzt. Also im Prinzip führe ich den ganzen Tag hier durch das Programm in dem THQ Nordic Studio. Und jetzt sind wir aber ja irgendwie in eurem Format gerade, den Piranha Becken TV. Und wir streamen gerade live auf verschiedenen Kanälen von THQ Nordic und so weiter. Das gucken sehr viele Leute im internationalen Bereich auch zu, für die es, glaube ich, sehr lustig ist, einfach uns Deutsch reden zu hören. Also ihr kennt es ja auch, wenn ihr Sprachen einfach hört, die ihr exakt nicht versteht. Man kann ja so gerade irgendwie mal ansatzweise erahnen, wie die Gemütslage ist, wenn überhaupt. Also denkt mal drüber nach, was weiß ich, also wenn ich jetzt mal so Russisch höre zum Beispiel, das ist immer so energisch, und dann beenden die ihren Satz und lachen dann alle, und ich bin so, okay, weiß ich auch nicht, vielleicht haben sie gerade irgendein, weiß ich auch nicht, Komplott geschmiedet oder so. Das denken die über uns aber auch. Ja. Aber unsere Sprache, die klingt nämlich sehr hart. Ja. Und viel härter als alle anderen. Das war mir selber nie bewusst, dass das so ist. Ist das denn nicht nur die Sprachbarriere, sondern ist das vielleicht auch die Barriere zwischen dem Menschen, der Sachen präsentieren soll oder rauslocken soll, Infos von uns Entwicklern so, ja, und dessen, dass wir jetzt irgendwie die Ladentheke gewechselt haben? Vielleicht kann das sein? Möglicherweise ist das so, und vor allen Dingen will ja an der Stelle nicht den fiesen, investigativen Journalisten spielen, der ich so lange mit Fragen piesackt zu Dingen, über die ihr sowieso nicht sprechen dürft. Das ist ja auch letzten Endes. Ja gut, da können wir ja vielleicht mal aufklären und so, ne? Also dieses Jahr werden wir nichts announcen, ne? Ja. Wir werden auch nichts, sag ich mal, zeigen oder irgendwie so, werden wir auch nicht drüber sprechen, weil wir halt irgendwie so eine Marketingstrecke haben, die auch vernünftig zünden soll einen vernünftigen Hype erzeugen und so weiter. Und naja, bei ELEX hatten wir das so, da hat man wirklich 2,5
Jahre. Wir waren auf 3 Gamescoms und haben halt hier promoted und gemacht und getan. Und das ist schon sehr ermüdend, wenn man jetzt die ganze Zeit versucht, das Ding irgendwie am Mann zu bringen und, sag ich mal, das Universum zu erklären und einen neuen Brand zu machen und solche Dinge. Ja? Also das war für uns schon ziemlich krass so. Ne? Das ist ja auch das Krasse, überhaupt das erste Mal wieder seit langem gewesen, wie du schon sagst, neue Brand. Das ist ja der entscheidende Punkt wahrscheinlich auch. Ne? Ja, natürlich. Man hat nicht so diesen, sagen wir mal, den Background-Hype, den man schon mal so ein bisschen mitnehmen kann. Ne? Ja, aber selbst wenn nicht, ist das trotzdem das Gleiche. Denn du, weiß ich nicht, wir gehen am Anfang auf so eine Gamescom mit so einer PowerPoint-Präsentation. Da sind dann ein paar Bilder, ein paar Texte bei und wir rocken dann auf. Ich glaube, das Schlimmste, was wir jemals gemacht haben, war damals noch in Leipzig. Und da habe ich gerade angefangen, irgendwie zu dem Zeitpunkt bei Piranha Bytes zu arbeiten. Die sind auf die Bühne gegangen und hatten kein Spiel. Das hatte auch keinen Namen. Dann haben sie sich gedacht, ja gut, was stellen wir denn dann davor? Ja, komm, wir machen mal ein Poster, machen eine Faust drauf und nennen das dann, Rollenspiel von Piranha Bytes. RPB. Ja. Und dann haben die sich da auf die Bühne gestellt, ich noch unten, und haben dann irgendwie, gebt mir ein R, und alle Leute so, yay! Und was macht ihr denn? Ja, wir machen Rollenspiel, yay! Und wir haben total gefreut irgendwie, die Leute, und wir hatten überhaupt nichts. Nichts. Also ähnlich wie jetzt. Jetzt muss man dazu sagen, wenn wir denn dann announcen, und irgendwann wird es ja soweit sein, dann haben wir natürlich dann schon viel mehr, was man den Leuten zeigen kann. Und wir sind, wir sind am entwickeln und wir sind auch recht weit und wir haben ein richtig cooles Spiel am Start und ja, es wird ein Rollenspiel, aber zu dem Zeitpunkt, wenn wir announcen wollen, dann wollen wir den Leuten auch zeigen, dass es cool ist und dass es was Neues gibt und warum das cool ist und dann muss man ja auch ein bisschen professionell aufrocken und dann lohnt sich das Warten. Nicht nur professionell, es geht ja darum, sobald man sagt, das ist das, ja, dann hätte ich aber schon die 15 Cent. Die Fragen sind alle direkt da. So, und dann hast du den Fragenkatalog, dann willst du dann auch sagen, ja, aber kann ich ja gar nichts zu sagen. Ja, warum announced es dann? Ja, ist richtig. Ja. Genau, das ist die Frage. Aber und dann auf der anderen Seite, ne, und jetzt heißt es, warum announced ihr noch nichts? Ja, das stimmt, ja. Ja. Es ist halt sehr schwer, über so einen langen Zeitraum so einen Hype aufrechtzuerhalten. Ja. Ne, das kann man sagen. Und da muss man ja immer irgendwie zwischendurch immer doch wieder was Neues bringen. Und das ist sehr viel anstrengender und schwieriger, als zu sagen, wir haben eine Marketingstrecke, die ist lang genug. Genau. Dass du es überall zeigen kannst und dann kannst du auch immer wieder was Neues bringen und das ist dann auch tatsächlich was Neues. Ich sehe witzigerweise, Björn, ich glaube, das erste Mal seit sehr langer Zeit dich ohne ELEX-Shirt. Ich habe dich wirklich in den letzten immer das ELEX-Shirt. Jedes Mal. Ja. Und jetzt seid ihr als stolze neue THQ Nordic richtig, Family Members. Ja oder? gut, ich meine, die Jacke, die hatte ich ja immer dabei, ne? Also die THQ-Jacke, die habe ich ja immer getragen. Und jetzt ist es dazu gekommen tatsächlich, dass wir Teil der Family sind, ne? Ja. Und THQ Nordic jetzt tatsächlich auch gehören und so. Und da dachten wir tragen mal unsere Shirts. Und wer weiß, vielleicht bin ich ab morgen wieder mit ELEX. Du weißt nicht, also du hast T-Shirt es möglicherweise dabei. Ja? Wir haben alles dabei. Ja klar, natürlich. Wie viele T-Shirts davon besitzt du? Also, oder besitzt ihr? Gab es das mal in Serie auch zu kaufen? Ich habe also nur ganz an Björn gesehen. ehrlich gesagt überhaupt nicht. haben wir die sogar selber gemacht. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Geil. Ja. Das Genau. finde ich schön. Die sind aber auch schon verblichen, da müssen wir eigentlich schon noch ein Wir waren bisschen... neue bestellen. Einfach Logo hochgeladen und zack, gib ihm. Ja. T-Shirt ausgesucht. Auf der anderen Seite, ja gut, verblichen, letzten Endes ist das ja auch dann immer so ein bisschen so eine Maßeinheit quasi. Wie lange ist das Spiel jetzt eigentlich schon her und vor allen Dingen, wie viele Promo-Auftritte habe ich mit dem Ding eigentlich schon gemacht? Ja, das und je stimmt. verblichener das ist, es erzählt dann ja auch eine Geschichte. Also jetzt nochmal ein ELEX-Shirt, da müsstet ihr ja schon ein Shirt machen für... Was auch immer ihr gerade macht. Ich weiß, der Björn, es ist gar nicht so lange her, mit einem Gothic-Shirt durch die Gegend gelaufen. Ja. Und da kam irgendwie so ein Fan und der sagte, boah, das Shirt, da suche ich ja seit Jahren nach und das gibt es nicht mehr zu kaufen und so. Und Björn so hin und her überlegt, total durchgeschwitzt, verblichen, so, naja, komm hier, hasse. Und der hat sich voll gefreut über dieses... Stinkende Lappen, verblichene Ding da. Aber das ist wie so Justin Bieber, der dann irgendwie so sein Handtuch oder zack in die Menge. Ja, irgendwie schon. Metallica, die machen das tatsächlich. Ja? Ne? Dass die jemanden auf die Bühne holen mit einem verwaschenen Kill Em All T-Shirt, das machen die, ja. Das ist auch cool. Also das ist bei denen schon, aber das wissen die auch mittlerweile. Das heißt, in den vorderen Reihen haben die alle so Kill Em All T-Shirts, verwaschene. Na, auf jeden Fall. Ja, cool. Wir sind in der Stadt Köln, ne?
Also Köln ist ja eine Sache, ist ja bei uns mittlerweile Heimspiel. Das heißt, die Reise hierhin war nicht so weit, ne? Für euch ein bisschen weiter, Bielefeld so, ne? Aber Pendelt ihr? Oh, nee, um Gottes Willen. Nein. Um Gottes Willen. Wir das sind macht aber auch man so nicht. drauf, Nein. wir holen uns unser Hotel direkt nach der Gamescom für nächstes Jahr. Also übermorgen. So, Smart. Ne? Weil Super sonst smart. kriegst du keinen Platz mehr. Ich habe mir sagen lassen, am besten ganz kurz nur nachdem das Release-Date quasi der nächsten Gamescom quasi Korrekt. raus ist. Ne? Noch am gleichen Tag, Ja. am nächsten Tag direkt, der Tag später ist schon also Schwierig. doppelt so teuer wahrscheinlich. Ne? Ja. Also Ja. schwierig vielleicht noch, aber teuer. Es gibt auch viele Hotels, die blocken dann einfach ihre Zimmer erstmal für Ja, genau. 2-3 Wochen. Ja, genau. Und danach melden die sich bei dir, wenn sie dann noch was haben, so Ja. ungefähr. Ist schwierig. Gut, aber jetzt können wir mal darauf zurückkommen. Was machen wir Entwickler eigentlich in der Zeit, wo wir eigentlich nichts announcen? Was machen wir hier eigentlich? Ich meine, wir setzen uns jetzt hier wichtig ins Fernsehen und erzählen was über unsere T-Shirts und so weiter, aber eigentlich, was machen wir denn hier? Also wir gehen über die Gamescom und treffen Leute. Das nennt sich dann Public Relation. Vielmal, es ist so simpel wie sonst was. Ja? Du gehst halt zu Leuten hin und sagst irgendwie, hallo, wir sind noch da und dies und das und so. Kriegst dann immer dich wieder ins Gedächtnis zurück bei den Leuten und so weiter, damit die dich auch kennen und so. Dann sprechen dich auch ein paar Leute an und sagen, hör mal, da habe ich irgendwie eine Idee, kannst du hier nicht mal einen Vortrag halten oder da und jenes und so. Und das macht schon Sinn, dann auf die Gamescom zu gehen und tatsächlich auch diese ganzen Stationen abzuklappern, überall mal gewesen zu sein und jeden mal einmal wirklich sich auf den aktuellen Stand zu bringen, wo ist denn jetzt wer und so weiter. Ne? Präsenz also das war zu schon zeigen quasi. Dass Ja, man, auch ja. Teil, man ist ja Teil der Szene in dem Fall. Ja, das ist richtig, ja. So, und kein unwichtiger. Und das ist, glaube ich weiß nicht, hat man ab einem bestimmten Punkt so nahezu eine Verpflichtung, auf so einer Messe unterwegs zu sein? Man kommt ja fast nicht raus, oder? Nein, eigentlich nicht. Eine Verpflichtung würde ich nicht so sehen. Ne? Aber für die Community schon, auf eine gewisse Art. Wir sitzen jetzt in unserer Garage, prutschen vor uns So eine hin. Soft-Verpflichtung. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Aber es ist halt irgendwie, wir möchten ja gerne ein paar Sachen von uns erzählen, was jetzt momentan so läuft und so weiter. Und wenn du dann nichts Inhaltliches erzählen darfst, dann ist es natürlich schon schwierig, irgendwie so ein bisschen den Leuten zu erklären, was man so macht und so weiter. Und dann kommen wir halt auf die Idee, gut, wir machen Piranha Becken TV, ne? Wir machen halt irgendwie so eine Internetpräsenz, wo wir Themen, die auch nah an unseren Spielen sind, irgendwie dann erklären, so wir nennen das immer die Studio-Erklärbär-Folgen, so wo wir halt Themen rausnehmen wie Battle Royale, kann man sich das vorstellen in einem Spiel von euch oder solche Dinge? Ja, also nein, kann man nicht, kann man auch gucken bei YouTube in unserem Kanal, das ist Blödsinn, das machen wir nicht, aber ne, das sind so spannende Fragen, die wir uns dann stellen und so und die auch von Menschen draußen bekommen, von Fans oder von interessierten Leuten und das machen wir hier jetzt. Ja. Genau, das war ja die umgekehrte Frage, ne, die wir uns gestellt haben. Wenn wir jetzt einen YouTube-Kanal machen und tatsächlich jede Woche irgendeinen Content bringen, macht das überhaupt Sinn in einer Zeit, wo wir kein Spiel haben? Und die Antwort darauf ist ja. Das ist genau dasselbe, was du machst, wenn du auf irgendeine Entwicklerkonferenz gehst. Du gehst dahin und stellst dich da auf die Bühne und erzählst über irgendein Thema rund um die Entwicklung. Und das interessiert die Leute tatsächlich. Ne, selbst wenn du sagst, so, ja, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir über das nächste wieder erzählen, irgendwie gibt es super viele Themen rund ums Gaming, Entwicklung, Spiele, die sonst irgendwelche Leute gemacht haben, unsere Kollegen, über den Publisher oder sonst irgendwas, über das man quatschen kann. So, und weil du jetzt bei uns bist, ne, müssen wir jetzt auch mal Fragen in die Richtung Nerdstar stellen. so, Oder Dirk stellen. ja. Ja, so läuft das. Ne? Pass auf, wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen für Fragen, wenn man jetzt zu einem Entwickler hingeht, ja, und die irgendwie ausfragt? Das heißt, wir werden jetzt mit dem aktuellen Titel, mit Pupsi das Eichhörnchen, wollen wir jetzt promoten, so Pupsi das Eichhörnchen, das ist unser neues Spiel, ja. Und du hast da noch nie was von gehört, so Pupsi das Eichhörnchen, was machst du dann? Ja. Machst du Recherche oder wie funktioniert das? Also tatsächlich, wenn ich mich auf ein Interview vernünftig vorbereite, dann in dem Fall bedeutet das, dass der Inhalt des Interviews kann in dem Fall, also kann ja Pupsi das Eichhörnchen das Spiel sein. Ich schaue natürlich erstmal, okay, was ist bisher draußen an Material, veröffentlichtem Material? Was sind also die Common Infos, die alle anderen haben? Wenn ich diese Infos dann gelesen oder mir notiert habe, zusammengefasst habe nochmal für mich selber, evaluiere ich, okay, welche der Informationen, die ich jetzt gerade so angelesen habe, sind die einfach wirklich tatsächlich jeder weiß, okay, das ist jetzt irgendwie ein, weiß ich auch nicht, Jump'n'Run-Spiel und was weiß ich. Das wäre dann so ein Thema für meine Anmoderation, in der ich dann ganz kurz sage, das hier ist Pupsi das Eichhörnchen, das neue Spiel von Piranha Bytes, mit dem, das klingt noch ein bisschen weird, Ja, ne? Aber wir müssen es vielleicht dran gewöhnen.
Ein Jump'n'Run-Titel kommt am 14. August Ja. und erscheint auf allen wichtigen Plattformen. Ja. Wird außerdem vor allen Dingen auf den Mobile-Markt abzielen, aber noch alles weitere. So, dann, das heißt, ich habe da erstmal einen Teil, wo ich quasi die Leute auf ein bestimmtes Wissenslevel hole, dass alle da sind. Es schalten wahrscheinlich ja viele Leute auch ein, die es schon wussten, die es schon irgendwo gesehen haben. Und dann gucke ich, okay, wie geht es jetzt von da an weiter? Ich schaue mir A an, okay, gibt es vielleicht noch andere Interviews, die schon gegeben wurden, die gucke ich mir tatsächlich auch an. Damals, als du für ELEX bei uns warst, habe ich sehr viele, also du hast, es war ja noch eins der früheren, aber du hast so 2, 3 sehr lange schon gegeben, die ich mir komplett angeguckt, von Anfang bis Ende. Da war ich also in dem Moment gut vorbereitet. Die Zeit hat man natürlich nicht immer, aber da hab ich sehr, sehr Bock drauf gehabt und dann hat man entsprechend, natürlich nimmt man sich nochmal mehr Zeit. Fleißig. Und das ist halt so, zumal ich da auch mehr Zeit hatte, insgesamt noch, also mein Workload war noch geringer, als es jetzt ist. Wie dem auch sei. Jedenfalls ist, glaube ich, da eine gute Vorbereitung sehr wichtig. Wenn ich die Informationen nicht selber habe, bitte ich jemanden aus meinem Team, mich dabei zu unterstützen, mir die Sachen zu geben. Und dann würde ich sagen, es gibt so einen kleinen Katalog an Standardfragen, die habe ich einfach so im Kopf, die man zu den meisten Titeln fragen kann und wo ich auch zu den meisten Titeln glaube, dass es interessant ist. Aber ich versuche immer, diese Außenposition quasi einzunehmen, wenn ich mir wirklich Fragen überlege, okay, was interessiert Leute? Und also nicht nur die Frage, sondern wo ist vielleicht auch eine potenziell interessante Antwort zu holen. Wenn ich jetzt weiß, ihr sprecht nicht über das Release-Date, dann frage ich nicht nach dem Release-Date. Ja. So, weil dann ist das eine Frage, die verläuft im Sande, ist Ja. irgendwie frustrierend für beide Parteien. Ja. Sondern ich schaue, was ist da mit interessant. Ansonsten ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil eines Interviewgesprächs genau dieser hintere Teil, nämlich das Gespräch. Ich finde es eigentlich nicht so cool, wenn ich immer nur Frage, Antwort habe, sondern ich möchte Frage haben, ich möchte einen Dialog entstehen haben. Und Ja. das ist meine... also ich liebe es, Interviews zu führen. Prinzipiell, ich liebe Interviews führen. Vor allem, wenn Leute da sind, die interessante Sachen zu erzählen haben, dann ist es einfach nur gut und dann ist es für mich... Das ist ja gut, dass wir heute überhaupt nichts zu erzählen haben. Nein, Quatsch. Natürlich Ja, ihr nicht. wisst, Wir machen ja ein Behind-the-Scenes-Ding, deswegen. Ja, ne? alles gut, Ja. ihr wisst, was ich meine. Und deswegen... Dann läuft es fast von selbst. Dann ist die Vorbereitung, sobald ich auf einem Informationsstand bin, einen kleinen Katalog an Fragen habe, an die ich anknüpfen kann, dann ist es super. Aber ich habe selten, dass ich wirklich strukturiert von einer Frage zur nächsten gehe. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich tatsächlich, ist Funktioniert schon aber nicht relativ so lange gut, her. oder? Das Funktioniert nicht so gut, Ja. aber das war ein Ding, wo ich wirklich... Ja, das ist nämlich super, weil ich habe nämlich auch so einen Zettel dabei, ja. Ja. Also den habe ich eigentlich immer Jetzt hinter bin ich meinem gespannt. Handy. Jetzt kommt das Geheimnis, ja. Aha. Also da ist einmal hier, wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ganz klar, da renne ich rum und frage halt Leute, den Blödsinn, den ich mir da ausdenke oder sowas. Ne? Ja. Aber hier, ich habe so einen Zettel in der Tasche, das ist in fremden Gewässern, Piranha Bytes, TV, wer sind wir, wo sind wir, außerdem, wer ist noch da, was haben wir hier heute zu tun, bla. Und da ist halt irgendwie so ein Fragenkatalog, den ich dann tatsächlich irgendwie im Kopf vielleicht oder auch nicht, aber wenn man den abarbeitet, das wird nie so cool, Ja. als wenn man improvisiert. Ne? Aber- Hast du das auch so? Oder? Absolut, Ja, bin ich guck mal. 100% bei dir, Ja. aber es gibt immer mal den Moment, in dem möglicherweise ein Unterhaltungsstrang einfach zu Ende erzählt ist. Und dann muss ich was Neues anfangen. Und wenn ich nicht direkt eine Überleitung habe, weil es zu dem vorherigen Gesprächsteil gepasst hat, Ja. dann brauche ich irgendwas in der Hinterhand. Und wenn ich mich nicht vorbereitet habe und nicht mal eine Idee habe, was ich danach frage, dann kann es einen Moment auf Awkward Silence geben, die man natürlich eigentlich vermeiden möchte. Also ein bestimmtes Maß an Überlegungszeit oder so, das ist alles gar kein Problem. Aber da hat auch jeder ein unterschiedliches Empfinden, glaube ich, wo dieser Awkward Silence-Punkt überschritten ist. Bei mir kommt der in so einer Gesprächssituation zumindest relativ früh. Also wenn ich merke, ich kriege auf eine Frage nicht relativ zeitnah eine Antwort, weil der andere nicht weiß, was er sagen soll, weil der andere, weil ich ihn offensichtlich überrascht habe mit der Frage oder überrannt habe, dann bin ich relativ schnell schon eine andere hinterher zu schießen, was manchmal vielleicht gar nicht so gut ist. Wusstet ihr, dass man in der Schule... Jetzt kommt eine Frage. Nee. Ich habe ja mal auf Lehramt studiert tatsächlich. Oh, ne? du auch? Das kenne ich, ja. Alle, die Ja. ganzen gescheiterten Lehramtsstudenten. Ja, ist wirklich so. Die sind alle gestrandet hier am GAMESCOM. Ich glaube, es gibt viele gescheiterte Lehramtsstudenten Ja, das hier. kann gut sein, ja. Dass man in der Pädagogik sagt, nachdem eine Frage gestellt wurde, ja, in so einem Klassenraum-Kontext zum Beispiel, dass man dann 30 Sekunden lang warten soll, bis alle quasi diese Frage verarbeitet haben und dann ihre Hände heben.
Und wisst ihr, was die durchschnittliche Zeit ist, die ein Lehrer wartet, bis er Schüler dran nimmt? 10 Sekunden? Keine Ahnung. 5. Das Okay. ist ja mega kurz. Das ist halt so, weiß jemand die Antwort von denen? Und dann kurz gucken, zack, der Erste hebt die Hand, ja, Peter. Und dann ist Peter direkt dran. Und nur weil Peter der ist, der einfach aus vielleicht anderen Gründen, nicht weil er der Schnellste ist, der die Antwort weiß, sondern einfach als erstes die Eier hat, die Hand zu heben, ja, kriegt Peter also die Chance, was zu sagen. Das stimmt, das ist aber auch in anderen Situationen da. Wir waren jetzt irgendwie letztens im Zack, das ist auch so ein Kulturzentrum, Düsseldorf, multikulturelles Zentrum in Düsseldorf. Und da gibt es immer einen Gast, ihr wart auch schon mal zu Gast. Und dann gibt es am Ende so, habt denn jemand noch Fragen an die Gäste? Ja. Und das ist genau dasselbe. Hat jemand noch Fragen an die Gäste da traut sich erstmal keiner. Weil, was könnte ich denn fragen? Ich bin schon davon unvorbereitet, traue ich mich überhaupt die Hand zu heben und dann passiert erstmal nichts. So lange, bis irgendeiner damit anfängt und dann kommen alle anderen so nach und nach. Der muss brechen, ne? Ja. Ja, das ist, wobei sonst ein Dammbruch nicht so eine schöne Sache ist, aber das ist, glaube ich, was anderes. I'm sorry you can't understand most of what we're talking about, but it's basically, we're basically chatting about, how can we say? Our work. Promotional stuff and Yeah. our work. Yeah, our so work, it's pretty basic actually, but I'm so sorry that you don't get everything. We'll try to sum it up later, right? Also zwischendurch mal kurz nochmal alle abholen, alle wieder wach. Oh, warte mal, er spricht mit uns. Auch nicht schlecht übrigens, einen Aufwecker zu haben zwischendrin. Ne? Ja. In so einer Situation, wo ich weiß, die ist tatsächlich die komplette Zeit live. Wenn wir jetzt mal über was anderes sprechen, nicht über Interviews, sondern darüber, wie gestalte ich eigentlich so eine Show oder eine Sendung, dass man sich in der Sendung Sachen überlegt, die irgendwie in der Form aufwecken, was sehr gut funktionieren kann, zum Beispiel mit Musik. Deswegen haben wir, als du damals zu Gast warst, unter anderem die Song-Performance mit eingebaut. Einfach weil das War auch so ein sehr Ding ist, dann überraschend sind für mich, plötzlich alle wieder wach. Weiß ich, hast du nicht mit gerechnet, haben wir auch nicht angekündigt und das ist aber auch gut so. Das muss passieren. Ja, das ist, also ich finde das witzig auf jeden Fall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute damit Probleme haben. Na, ich meine, mit dem Wort ELEX kann man schon sehr viel anfangen, sehr viel Verkack-Eierräumen machen, so sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das super, klar. Ja. Ne, je mehr Spaß, desto cooler ist das ja. Ne? Das ist schon schön. Ja, gut. Er weiß das am besten. Ja, was ist das am besten? Ja. Spaßvogel. Hat sich auch einiges einfallen. Wir haben das ja gebrainstormt mit der Community. Die besten oder die schlechtesten ELEX-Witze haben wir irgendwann mal gemacht. Ja. Wir haben so ein Video, es ist wirklich auch schlimm, guckt euch nicht an. Das war grausam, ganz unangenehm. Ganz unangenehmes Video. Okay. So, ich weiß, es waren aber, glaube ich, nur deutsche Wortwitze. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. ELEX, was hatten wir denn alles? Morgens Das Aronal, ist so ein abends Moment, wo so eine Pause Classic. ist, so eine unangenehme. Weil ich müsste jetzt lange überlegen, genau, vielen Dank. Überlegt und so. Und da kann man ja, was macht man da? Da schreit man ins Mikro, hast du gesagt, ne? Ja. Also, Ja, so und zwar extra laut. Oder, extra laut. Okay. Ja, gut, okay. Ja, Ich verstehe. Ja, Ich habe ein Bild. Exzellente Witze von mir wieder hier an der Stelle. Okay. Gut, es gab Leute, die gefragt haben, irgendwie, wir haben jetzt irgendwie ein Live-Programm, wir haben ja Montag announced und so. Gibt es ja nächsten Montag die nächste Folge, weil ihr seid ja dann auf der GAMESCOM. Ja. Ja, die wird es geben. Nächsten Montag gibt es auf jeden Fall das nächste Video von uns auf YouTube, Piranha Becken TV. Und da könnt ihr euch drauf verlassen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Was? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Ganz kurz? 1,5 Jahre ungefähr. 1,5 Jahre? Ja, oder ein Jahr mindestens. Ich glaube, Ihr seid über ein Jahr. GAMESCOM haben wir es auch schon gemacht. Ich glaube 1,5, ne? Ihr Ja. seid über ein Jahr. Ja, Ja, wir ja, haben das Release noch nicht gemacht, weil da einfach viel zu stressig war, mit sowas anzufangen. Und das heißt, ELEX Kurz war danach schon haben wir damit draußen. angefangen, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das wäre aber geil, irgendwie den Leuten mal Sachen in einem Video zu erklären. Der größte Unterschied im Gegensatz zum Text, wenn man jetzt mit Leuten auf Facebook antwortet oder auf Twitter oder auf im Forum zum Beispiel, ist, dass die Leute deinen Gesichtsausdruck sehen, während du was erklärst und dass du mehr Sätze zur Verfügung hast, um etwas zu erklären. Und das ist so hilfreich, mal einen kleinen, kurzen Sachverhalt, der im Schriftlichen total missverständlich ist, einfach den Leuten zu erklären, wie er gemeint ist. Und, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das super ankommt und die Leute viel mehr von dem verstehen, was wir eigentlich so sagen und wie wir es meinen vor allen Dingen. Gut, also wegen meiner können wir switchen. Ja, we can switch to English now. Na if you klar. prefer it, then, Every time. Every time, yeah. Every time you Okay. like. This is interesting. But
Actually, are you doing any English content on Piranha Becken TV? I mean, I know you got English subtitles, right? Yes. That's the only thing we have in English, because the biggest audience on YouTube nowadays is German. Yeah, about 99% or something. Yeah, It's For your videos. yeah. yes, and No, even really? we translate it into English with subtitles. People, It's a bit more. Yeah, from yeah, a little wherever. bit. Yeah. Yeah, but then about 20 or 30 people more that look the videos in English. It's still not the same with subtitles, of course, as if you were talking English. to Yeah, them. that's But cool, yeah. what you're doing, I think you couldn't do it properly in English, because it's also, I mean, some of it probably, but as you said, sometimes it's about you really want to explain stuff that's rather complicated Yes. in written language, and you'll also have this problem if you gotta translate every word here and there. So you're really talking like out of your heart in this series, right? Yes, This is that's the true. most important thing. Because And we're not native speaker. That's the Yes. reason why we don't do it. we you know? can speak in Yeah. English, but it's kind of weird if you speak English all the time. But you are a German, and we are much better in Germany. In German, yeah. Sure, and I even remember I studied English actually in Bielefeld at the university. I would have become an wow. English teacher. I don't know if I would have been a good one, but let's put that aside. So it still was, even though most of the professors were native speakers, and even though most of the people there were pretty good in speaking English, it was still weird talking English to someone you were talking German to just a few minutes earlier. So even today, I screwed up. I don't know which one was it. The 11:30, I think. And I started because we in between the shows, of course, I'm talking German to people, and I started the show element in German, and people were like, "I'm sorry." No warning why you're switching to German right now, and I didn't even recognize. So right, I just kept talking German because of course that's still my native language, and as soon as it's even worse when you don't recognize, when I would not recognize if I speak English with someone, then it becomes difficult. But I think it's pretty normal that you go back to the language you feel most comfortable with. Okay, that's the explanation why we were talking in German minutes ago, and now we make it in English. And to sum up the things we said, it's about our work. Yeah, what we are doing here, the Gamescom. We do not announce anything. Yeah, it takes time to do all the stuff and make a cool, concrete announcement someday, but not today. Yeah, and because we are not ready. Yeah, we are not finished with our work so far that we can announce anything. Yeah, and so. What we are doing here is some sort of community work, that we inform you about our thinking and what we are doing here, and that we are doing some things like a public relation here on Gamescom, that we meet with people we know, already for years now, and so, and that we talk about our experience about the new things and the new games and stuff like that, and that's a great part of our work. When we because we have to know, how people nowadays think about games, and modern games or retro games, of the past and something, about the consoles, the platforms, and the next gen and current gen and stuff like that. You also, it's basically also research you're doing here, yes, right? Of course. So it's field research, talking to people and getting impressions of what they like and what they're up for. I mean, they probably tell you what they are hyped for most. And so you can see, okay, what works nowadays. We've been talking in the Destroy Human slot. We've also been talking that the way people perceive and consume games is much different from how it was before, right? So a game that was pretty good maybe 10 or 20 years ago, that would just not work today because maybe we needed it needed to be faster, or we needed to be
whatever, of course, with updated graphics, but also the controls need to be smoother, and they have other needs, and you need to fulfill them. So I can understand that pretty well. Still, even though what you said, you don't want to announce anything, or you can't, or you don't, you won't, you simply won't. We can't. I just want to add to that, because you said in German too, that you are working indeed on stuff, of course. So you're not just like staying still and doing nothing. And at a given time, you will be presenting this to the public, and then you'll have enough ready to like not only give a glimpse of it, but maybe a little more, right? Yes, a little more. It will be a typical Piranha Bytes game as you know it. It will be a role-playing game, and and it's gonna be nice. Yeah, it's gonna be big, huge, and nice and stuff. Yeah. I see. But not concrete. It's fun what people are doing here is Fix Your Hand. Gothic 5, Risen 4, and ELEX 2 confirmed. Yeah, all of those are confirmed, right? Of course. And what did we say? Pupsi das Eichhörnchen. Pupsi das Eichhörnchen. Pupsi das Eichhörnchen. Did you know what? It's a major new series. It's called it was Pupsi a joke. It was just a joke, yeah. We got to be careful on this, right? Yeah, to explain how some reporter like him thinks about and invents his questions for a developer like us. That was my question. How do you prepare yourself for such a interview situation we are in here? And he explains how he thinks about that. This is just really so much fun. I mean, we're basically doing the same talk we've been doing 20 minutes of before, but we're now doing this in English, and this is awesome. I love it. I love it. This is a different. It's really a different approach. And I was just telling them how I get to find the right questions. So it's basically about research too. So you got to prepare yourself. You got to. In the best case, you know something about the game you'll be talking about. You'll from time to time you'll screw up and you have facts, you confuse facts, which happened to me today too, because I know there's the huge lineup THQ Nordic has here at Gamescom, and there's also the Handy Games lineup. So whatever. I was just saying that preparation is a big part of the deal, and that I like interviews most where there's a kind of natural feel to the kind of conversation, and not just this typical role of there's an interviewer and the other one has to answer directly to his questions, and then it's over and next topic, next question, next answer, and so far and so forth. I would not like that, and so do you always expect that someone said to you, or you say something like, okay, that's a very special question I have now, and I'm sure nobody has this question before. Do you think that you are smart enough to invent some questions nobody has answered? Has had before? That's a very good question indeed. And in reality, I think those questions are more likely to pop up during conversation. So there might be a question like that's only part of a bigger question that no one else ever has asked. But it's difficult because I often hear this phrase. Okay, now comes something nobody did before, and most of the time it never is. Most of the time, that's what you've been asked most frequently. It's really This is funny. Yes, it's self-perception. No, I probably wouldn't do this. What I'd rather do is I'd ask, okay, how often at this Gamescom have you been asked what you're working on right now? So this would be a question I'd like to ask, right? So I would rather guess which question has come up most. This is much more fun for me. I mean, but still, it's you do want to have original questions, of course. You do want your questions to be like interesting for the person that's answering them. Because if they got to do the same stuff over and over again, there's also boring. We've been talking about, again, with the Destroy All Humans slot, how often he has been playing the demo only at E3 or Gamescom and stuff, and it's like 50 times, and so you got to keep up the energy with it. So that's probably also difficult. I mean, with ELEX, you've done a lot of
promotional interviews, right? Yes. And this is what really, I mean, I've seen you like almost everywhere. Yeah. Okay. Sorry for that. It was maybe my YouTube algorithm said that, but after you've been at all places, then as you said, the promo phase was quite long. Yeah, this was very long. So that's 2.5 years. Yeah. yeah, that's really so. Yeah. And just one day at Gamescom usually is the same. So we have presentations the whole day. We go to the booth at about 9 o'clock and present our game to people, to the press, to everyone who's interested, and we do it all over again. Maybe 20 minutes, maybe 30 minutes, and in the afternoon, everybody's tired. We are tired, and the other persons, the press people, are also tired. So what can we do to show our game, and they maybe still like it, or maybe they are bored? It's not nice if somebody is sleeping during the presentation. Yeah. So Did that happen to you? No, it didn't happen. Yes. Did someone fall asleep? Yes. Okay, it was it were two guys, yeah, and the one was listening and the other one was sleeping, yeah. yeah, they told us, Yeah. of course, it's not because of us, but But the one who was listening, yeah, made in the next following 3 days, and yeah, a nice an article article? about it us. was quite cool. Yeah. 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 We think, he liked it. Yeah. So basically, you probably only need one. They only needed one of those two, and the other one was dragged along. And But Maybe, what yeah. I am interested in, if you are on the other side and you are watching different presentations the whole day, and you're walking from THQ to the other publishers and ask the same questions to different developers, what would you like to see in such a presentation that you think, oh, that was awesome, I would like to come back? There's only marketing stuff and talk, and but what is the real thing? yeah, that's really difficult. It's really difficult, Yeah. actually. Awkward silence. Yeah, I mean, I'm good. That's usual thinking time, I'd say. It's still okay. We've been talking about awkward silence before, and I said it makes me feel uncomfortable if someone needs to But think we also too much talk about an 30 seconds to wait for So, an answer. His- yeah? You wait his 30 time is seconds and really I just- short. Okay, say. I'll just move around the sofa. That's actually a difficult question. I know. But I know from my experience that especially with the Gamescom after parties, there's a lot of stuff going on, and you have short nights, and then next day those weary presentations, one after the other. I'm always so I really depend on the interviewee, so the person I'm interviewing, because I hope to somehow absorb his energy, because we're mostly doing short interviews with the guys, or short little recordings, and if they are too tired to perform this over again, then the video is probably crap, right? So that's always important, that I can feel whoever is presenting his game, that I can feel an energy about it, and that he is excited about the game, and that usually is already or does the selling point for this video. So if there's someone who is into his game that he's presenting, then it's almost, I don't want to say it too loud, but it doesn't matter what he says, because it's gonna work, because people will love watching him, you know. And if there's someone who's pretty well informed, and he's gonna throw details at you, and that usually, I have to say, are the promo guys you sometimes get the interviews with, right? So I prefer having the developers, or maybe the producer, someone who was really involved in the process, and not someone who just came in and does promo for the game. Most of the times they are much better in conveying this energy. So basically, it's not all about the questions or about the content at all, but it's just also a huge part is the delivery. I think there's also, if we're talking percentage right now, I think it's 70%
delivery and 30% content or something like that, right? I have heard the number somewhere. I've picked it up. Just This we call this phenomenon convention mode, or in German Messemodus. I see. Yeah, Smiling. If you are good Always enough, be friendly, Yeah. because you don't know what your other way around is thinking about. but you also have to be real. Yeah. So if you're good enough to Yeah. be as good and as nice and as on the point in the evening as in the morning, then you got the right mode. Okay. Yeah, that's it. Yes. Yeah. And this is not easy, because yes, you are tired at one point, but if you really love to present your own game, then you are still hyped by yourself. Maybe there's also vice versa, right? If the interviewer is really there are no questions coming from any of the interviewers, then it's probably, I mean, you'd like people to be interested in your game. Yes, of probably, course. right? Yeah, yeah. And if they have questions, you'd say, okay, this was a good question, or this was, yeah, that makes sense. I'd like to go on about this point. Then you feel appreciated, and then you probably perform better. Yes, I do. Because once a person asked me about, hey, next time in our next game, how about voice recordings? That would be great, or do you think it would be a matter of time that you would? And I think about that and said, okay, we always released games with voice recordings. Yes. Ever. What was the question? Yeah, and he says, no, you didn't. I said, yes, we did. Yeah, Okay. and what is the base of this interview? What is the mojo? Where is the relation? What is that? Who are you? That's a mean one. That's a mean one. That's so. And then you are friendly, yeah, and said, okay, next question, please. Yeah. And so, yeah, but because he doesn't know anything about our games. About you, about your games, about... It's not so important that he knows that, but it's sure important that someone doesn't... Yeah, he maybe thought you were another guy from another developer. Maybe. I don't know. Hair. Yeah. Good summary of our conversation here. From iWatch Livestream, he says, the message being, be positive, but don't fake it a lot, right? So you gotta be, Yes. I mean, you gotta, I think you have, to some extent, you have an influence on how you feel yourself or how you can present yourself. And I think if you decide to have a positive aura or have a positive attitude, then this will, to some extent, also influence your mood, your real actual mood, right? So this works. It's like self. How do you say it? I don't know the English expression for it. I don't know. I don't even know the German word for it. So, but it's some kind of that would be difficult. What it would be? I don't know. But it's like a kind of self control, you know, okay. Or self stimulus or something like that, right? Yeah. And this think that's possible. And if people try to do this and they then have a conversation with this, they will ping pong this positive energy and hype themselves up. That does not mean that we're always talking about positive things about our games. Yeah. It's quite okay when we get critics also. Yeah, and they say, okay, that has to be better next time, or what did you think about that? What's Absolutely. that? And that is cool, because we learn from this. Much more about what people are thinking about our games, and we are not too comfortable, in the next phase of build a vision of the next game or something like that. That's why ignore their opinion. They don't know what they're saying, because the gamers are the ones who decide in the end, if it's a success or not. If we are allowed to continue our work. Yeah, that's it. So we have to, And it's even more, I think it's easier to be positive if you are honest. So you can say to your
yes, to anyone. Sorry, I'm tired, so I forget the word. But I wanted to say blah, something, Blah, and something. and this is authentic and honest, and then you can also be positive and. One thing I actually liked about the interview I had with Björn, we had this 3-hour interview session, which was quite long, maybe a little too long even. But however, it was much fun, and we did a lot of community questions there. Right? We had, I think, it was 2/3 or at least half of the time was community questions. Yes. And they came up with really good questions too, and some of them were really critical. And you had the chat in front of you, so you at some point you were able to decide on which questions you wanted to answer or not. And you almost, I mean, you basically, I'd say you answered all of them, even the most critical ones. And that I found really, at that point I found that cool. And you didn't always just only defend yourself. You sometimes also say, yeah, okay, maybe that's not ideal, but hey, what can we do about it? But that takes a lot of confidence to do that, or to admit, like, maybe that this or that is not perfect yet, or not as polished as it could be. Yeah, we find it's okay that that some people don't like the things we do in some areas or parts or something like that. No? And the most important thing is that we still have to learn. Yeah, and made it better. And the most important thing is that we want to make games would make fun. Yeah, it has to be fun to play it. Yeah, not to feel like work or something. Yeah, and that's the most important thing, we think. Yeah. We think that if we like playing our own games, then there are people who also like them. Yeah. It's likely, at least. Yeah, the possibility is much greater than the other way. If you don't. Yeah, at least as you, at least because you've proven that this concept worked before for you. So. You cannot do a game that is good for everyone. No. So, but you can do a game that you like by yourself, and you can have a community that also likes your games, and you can do games for them. And this will work, and this works for us. Okay, maybe one question I can forward to you guys. Could you ask them if they ever thought to hop on the remaster train, please? So there's also a suggestion, the remaster train. So if this thought occurred to you that it might be a good idea to remaster any of the games, maybe you did or someone else did, Yeah, that's a very tricky question, because we do a new game, and we are Piranha Bytes, and we're about 30 people. Yeah, and we think about many things, and we can imagine many things, but that is not a part of our work today. We cannot even say what we are doing now. Yeah. We can say we are working at a game with the whole team, and it will be a cool game. I think so. Yeah. But we don't know what will be next. Yeah. Okay. So basically, I mean, you leave it open for the future, because there will probably be a project after this one. And whether or not it's going to be a remaster or whatever it is. Okay, cool. I hope your question's answered here. Great. Our time's actually up, so we can switch to German for the end of the show. So we can say goodbye in German. I think that's fun. And I want to add that we'll have another program point with you two guys coming up right now. Probably you look like you're gonna leave right now. I'm very frightened about it. Maybe someone can lock the door right now. This would be a great moment for you to lock the door. Because we're up to have some Twitch things here. Yeah. And yes. I do hope that some of the other devs will be joining for this session, but I can't promise anything. We invited like the rest of the THQ Nordic family developer crew, and if they want to join us, they of course can. If they don't, we'll sing like a few titles, because Twitch sings karaoke. I don't know if you know it. Is up next. It's fun, but it's of course always much more fun if you're a group of people. So we can just hope that maybe
they will arrive. So we'll take a little break, and after the break we'll be back. We'll do some sound checking in between, and if you want, you can have some famous last words for the Piranha Becken Zuschauer. Ja, many thanks, that you, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und wie wir eben schon gesagt haben, okay, jetzt haben wir Englisch gesprochen und so, aber nächste Woche, Montag, gibt es die nächste Folge. Genau. No? Und gleich, wer will, wir werden gleich noch singen. Twitch sings hier. Wir werden das versuchen. Wir werden zum Affen machen, genau. Ja. Und, ich habe auch Angst, Ja. aber ich werde trotzdem dabei bleiben. Ich will ja keinen zwingen, doch ihr müsst gleich Jetzt singen. Wir sind ja in Köln, da kann man das machen. Also kurze Klassisch Pause, short break and then we'll be back. See you soon. See you.